Wie du diese Effekte ganz ohne Farbe nur mit verschiedenen Werkstoffen hinbekommst, das zeige ich dir in diesem Video. Damit die verschiedenen Spachtelmassen gut auf der Leinwand halten, starte ich mit einer Sandschicht. Das ist zwar im ersten Moment etwas aufwendiger, aber erstens macht dieser Sand super schöne Effekte in den anschließenden Spachtelmassen und zweitens macht es auch viel Spaß, diese Sandschicht aufzubringen. Du gibst etwas Quarzsand auf die Leinwand und dann gießt du ein Gemisch aus Wasser und Acryldispersion im Verhältnis 1:1 zu diesem Sand. Der Sand muss schwimmen und dann kannst du ihn mit einem Japanspachtel auf der Leinwand bewegen. Sobald du merkst, dass der Sand sich nicht mehr gut schieben lässt, so wie hier, gibst du jetzt einfach dieses Gemisch wieder hinzu und dann kannst du den Sand schwimmend vor dir herschieben. Und so wird jetzt die ganze Leinwand vorbereitet. Für die erste Schicht solltest du 2 Spachtelmassen nutzen, die sehr unterschiedlich sind. Ich habe mir hier als erste Masse Fertigputz angerührt. Der besteht aus 150 Gramm Fertigputz, 75 Gramm Acrylbinder und 75 Gramm Wasser. Und diese Masse trage ich jetzt unregelmäßig auf den Untergrund auf. Also es gibt Bereiche, die sind etwas mehr mit Fertigputz gefüllt. Und dann wird es nach oben hin, also jetzt zum oberen Bildrand gesehen, immer etwas weniger, etwas leichter. Ich habe dann noch ein bisschen Fertigputz über, weil ich vielleicht später noch etwas ausbessern will. Die zweite Spachtelmasse ist ein Fertigprodukt aus dem Baumarkt, ein Finish für Gipsplatten. Das muss ich nicht anrühren, das ist direkt fertig und das setze ich jetzt zwischen diese einzelnen Teile, beziehungsweise ich gehe natürlich auch über den Fertigputz. Und da müsst ihr aufpassen, wenn ihr mit 2 Spachtelmassen arbeitet. Wenn sich diese Spachtelmassen anfangen zu vermischen, dann solltet ihr immer wieder den Spachtel frei machen und abwischen, sodass ihr möglichst eine saubere Masse aufbringen könnt, weil sich die Bestandteile ja sowieso auf der Leinwand mischen werden.
Und zum Abschluss ergänze ich noch ein bisschen mit dem Fertigputz, sodass ich hier in dem mittleren Bereich mehr Strukturen bekomme. Die Strukturen sind nach einem Tag trocken und dann musst du schauen, wie das bei dir aussieht. Ich habe hier sehr starke Strukturen, die auch sich teilweise sehr spitz anfühlen, und das werde ich jetzt einfach ein bisschen schleifen. Man muss etwas aufpassen, nicht zu viel schleifen, dann gehen natürlich auch Strukturen verloren, aber es reicht in der Regel einmal mit dem Sandpapier darüber zu gehen und so die stärksten Spitzen zu brechen. Und wenn ich mit dem Schleifen fertig bin, dann fege ich nicht nur den ganzen Staub zusammen, sondern ich gehe auch noch einmal mit einem feuchten Lappen über mein Bild, weil sehr viel Staub im Bild selbst hängen bleibt. Ihr solltet vielleicht auch bei dieser Tätigkeit eine Maske tragen, dass ihr den Schleifstaub nicht einatmet. Um nun ein bisschen Betonung in die einzelnen Strukturen zu bringen, nutze ich Granatmehl. Das ist tatsächlich klein geriebener Granatstein. Du kannst das einfach aufstreuen, und das Tolle ist, du bleibst in dem Moment natürlich beweglich mit dem Material. Das heißt, du kannst es einerseits durch Klopfen auf die Leinwand anders verteilen oder eben auch noch mit dem Pinsel korrigieren. Ich streue jetzt erstmal hier die Strukturen so, wie ich sie mir vorstelle, und jetzt kommt dieses Klopfen, wobei sich dann die Körner in die Ritzen setzen, das Ganze sehr organisch aussieht. Was nicht gut passt, kannst du mit dem Pinsel korrigieren. Das ist eigentlich eine ganz einfache Arbeit. Wichtig ist nur, das Material ist so natürlich nicht fest, sondern wir müssen in einem nächsten Arbeitsgang das dann noch fixieren. Zum Fixieren nutze ich jetzt wieder die gleiche Flüssigkeit, mit der ich auch den Sand befestigt habe in der ersten Schicht, also Acryldispersion und Wasser im Verhältnis 1:1. Das Ganze habe ich in die Flasche gefüllt, und da einiges daneben geht, liegt also unten drunter eine Folie, dass ich mir nicht den ganzen Tisch einsprühe. Du gehst jetzt über die Bereiche mit diesem roten Granatmehl und schau, dass das wirklich gut feucht ist. Im Grunde muss das so ein bisschen bläulich schimmern. Dieses Bläuliche ist die Acryldispersion, sodass auch wirklich dieses Granatmehl sich durch diese Flüssigkeit gut mit dem Untergrund verbindet. Und auf dieses Acryl-Wasser-Gemisch kann ich jetzt noch ein Pigment geben. Und zwar werde ich das auf diese Fläche pusten. Das ist ein spanischer Hämatit. Das ist ein ganz feines Pigment, das sich beim Pusten super gut verteilt. Ich lege das hier auf einen Japanspachtel und puste jetzt ganz dicht schräg in diese Strukturen hinein, und dadurch ergibt sich ein ganz wunderbares Bild. Also es ist nicht mit dem Pinsel aufgetragen, sondern diese Strukturen sorgen selbst dafür, dass es also ein sehr abwechslungsreiches Bild gibt. Hier sieht man jetzt, wie es langsam eindunkelt, aber es ist eben nicht eine massive dunkle Fläche, sondern sie ist sehr abwechslungsreich, sehr unterschiedlich.
Nach einem Tag ist es trocken und das Acryl-Wasser-Gemisch hat dafür gesorgt, dass sowohl das Granatmehl als auch der spanische Hämatit gut auf der Leinwand befestigt sind. Mir ist das Ganze jetzt ein bisschen zu dunkel geworden und jetzt nehme ich weiße Beize und bringe nochmal Helligkeit, vor allem in diesen dunkleren unteren Bereich. Du kannst diese Beize einfach aufsprühen. Sie ist wasserfest, sie ist sehr pigmentreich. Du könntest es theoretisch auch mit einem angerührten weißen Pigment machen, wenn du jetzt keine weiße Beize zur Hand hast. Aber die weiße Beize verhält sich ein bisschen anders, ein bisschen transparenter als jetzt eine weiße Farbe. Und deshalb lohnt es sich auch, das mal mit Beize zu probieren. Nach dem Auftragen der Beize verteile ich jetzt noch ein bisschen die Beize mit einem Spachtel, sodass sie nicht nur ganz kompakt an einigen Stellen ist, und dann kommt Wasser zum Einsatz. Das Wasser sorgt dafür, dass die Beize sich wunderbar an die Strukturen anschmiegt, und du kannst jetzt beginnen, auch mit einem Pinsel diese Helligkeit noch ein bisschen zu verteilen, sodass sie nicht so stark als helle Flächen in Erscheinung treten. Nach einem Tag ist die Beize trocken. Ich möchte jetzt gerne als letzte Schicht dieses sehr weiße, dieses sehr kalkige der weißen Beize ein bisschen brechen, und das mache ich mit Champagnerkreide. Champagnerkreide ist einerseits ein Füllstoff, mit dem du eine Spachtelmasse herstellen kannst. Du kannst es aber auch wie ein Pigment anrühren und genauso einsetzen. Ich verdünne jetzt hier das ist so ein Teelöffel Champagnerkreide, den ich hier habe. Den verdünne ich jetzt genau mit der Mischung wieder aus Acryl, Dispersion und Wasser im Verhältnis 1:1 und rühre mir da einen Brei. Der hat in etwa die Konsistenz wie Buttermilch, also nicht zu flüssig. Du brauchst ein bisschen Stand in dieser Masse. Und das Ganze wird jetzt mit einem Schwamm aufgetragen. Das heißt, du drückst ein bisschen diese Masse, diesen Brei in den Schwamm hinein und kannst dann anschließend über die Strukturen gehen. Das heißt, ich presse den Schwamm nicht auf die Leinwand, sondern ich gehe ganz vorsichtig über die Strukturen, und damit nimmt sich die Struktur, diese Champagnerkreide und diesen Farbton quasi aus dem Schwamm. Das ist ein bisschen schwierig an dieser Stelle, weil die Farbe, den Farbton, den du jetzt zu diesem Zeitpunkt siehst, der ist dunkler durch die Flüssigkeit, mit der wir die Champagnerkreide angerührt haben. Der ist dunkler, als er später dann nach dem Trocknen erscheinen wird. Deshalb empfehle ich dir, wenn du unsicher bist, lass diese erste Schicht dann erstmal trocknen und geh dann eventuell ein zweites Mal mit der Champagnerkreide über dein Bild, um so den letztendlichen Farbton für dein Bild einzustellen.
Und nach einem weiteren Tag ist dann auch die Champagnerkreide durchgetrocknet und jetzt siehst du schön die unterschiedlichen cremefarbenen Weißtöne zusammen mit dem Rot des Granatmehls. Und es ist jetzt ein sehr stimmiges, sehr harmonisches Bild, was jetzt nur noch einfach lackiert werden muss. Und dafür nehme ich einen Mattlack in diesem Fall, weil es sowieso schon ein sehr starkes mattes Finish hat, was mir sehr gut gefällt. Diesen Lack verdünne ich ein bisschen mit Wasser, dann lässt er sich auch etwas besser streichen und dann lackierst du dein Bild einmal komplett durch und bist fertig.